Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um die HAMs, die sogenannten Hierarchical Abstract Machines. Hört sich furchtbar an, aber sind tatsächlich sehr nützlich. Sozusagen einfach eine praktische Anwendung oder die Hierarchie hinter dem, was wir letztes Mal gemacht hatten. Okay, was man also macht, ist, man baut einen Baum auf. Zum Beispiel hier oben, also was heißt zum Beispiel? Die Wurzel ist eigentlich immer dieselbe. Root heißt Wurzel, das ist da, wo wir anfangen. So, und danach gehen wir in verschiedene Unterzustände. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel links, wir hatten gesagt, der Roboter soll irgendwas holen. Naja gut, der erste Schritt ist hinlaufen zu dem, wo er holen soll, es aufzuschnappen und es zurückzubringen. Also bringen, holen und bringen. Gut, das wäre sozusagen meine zwei Möglichkeiten, einmal holen und einmal bringen. So, das sind jetzt also die jeweiligen Policies. Hier holen, hier bringen. Ja gut, holen und bringen ist noch sehr, sehr abstrakt. Naja gut, dann machen wir das einfach noch tiefer. Wir sagen hier also, fahre jeweils irgendwo hin. Wohin spare ich mir jetzt? Da müsste man jetzt vielleicht noch unterscheiden zwischen fahre zur Tür und fahre den Gang entlang oder sowas. Aber ich schreibe jetzt hier einfach mal fahre hin. Okay, so. Und wenn ich dann irgendwie angekommen bin, dann kann es passieren, dass ich ein Hindernis treffe. Das heißt, ich habe hier vielleicht noch eine weitere Möglichkeit, also etwas, das ich vielleicht nur kriege. Hindernis, das ist dann auch so ein bisschen Event getrieben, also das Ganze. Ich sehe sozusagen ein Hindernis und dann habe ich wieder zwei Möglichkeiten. Ich weiche entweder links aus oder ich weiche rechts aus. Also so, damit ihr wisst, wie dieser Baum aufgebaut ist. Okay, also rechts, ich schreibe jetzt einfach mal nur rechts und links hin, dafür, dass wir rechts oder links ausweichen. So, links. Okay, und was lernen wir jetzt hier tatsächlich bei diesem Baum? Naja, hier bei Root müssen wir uns entscheiden, sind wir jetzt gerade am Holen oder am Bringen? Gut, das heißt, hier kommt tatsächlich eine Entscheidung in Frage, also choose. Wobei, wir haben das Ganze jetzt auf Deutsch, das heißt, wir machen jetzt einfach mal hier, entscheide ist mir zu lang. Wir machen choose. Okay, wir entscheiden uns, ob wir jetzt gerade am Holen oder Bringen sind. Egal, ob wir am Holen oder Bringen sind, wir gehen direkt auf den Fahrerzustand und danach direkt auf Hindernis. Das heißt, wenn wir ein Hindernis sehen, aber dann müssen wir uns entscheiden wieder. Wir müssen uns wieder entscheiden, ob wir jetzt links oder rechts rumfahren. So, das heißt, hier müssen wir wieder choosen. Und diese sind die einzigen Dinger, die man lernen muss. Man muss sozusagen, wenn man ein Event hat oder generell einfach, wenn man sich entscheiden muss, also wenn man hier eine Verzweigung hat, das ist das Einzige, was wir lernen müssen. Also entweder hier eben durch dieses Hindernis müssen wir uns entscheiden, links oder rechts rumzufahren und hier oben müssen wir uns nur entscheiden, sind wir jetzt am Holen oder am Bringen. Das sind unsere einzigen Zustände, wo wir wirklich was lernen müssen. So, wie funktioniert jetzt das Ganze? Wir fangen in Root an, entscheiden uns, wir gehen zuerst holen, das heißt, wir landen in diesem Zustand, dann gehen wir fahren, dann finden wir vielleicht ein Hindernis, entscheiden uns, wir fahren jetzt in diesem Fall rechts dran vorbei und dann, nachdem wir rechts dran vorbeigefahren sind, also es geht natürlich hier unten noch weiter, logischerweise, wir sind hier noch nicht fertig, aber wenn wir jetzt hier gerade mal rechts dran vorbeigefahren sind, dann gehen wir hier wieder hoch in unserem Parent-Zustand, nämlich fahre. Und von diesem Parent-Zustand machen wir einfach weiter, bis wir angekommen sind an unserem Ziel. So, und wenn wir das dann erledigt haben, dann gehen wir wieder zurück auf den Hohlen-Zustand und von dem Hohlen-Zustand führen wir dann zum Beispiel den Greifakt aus oder so und gehen wieder, wenn wir das gemacht haben, wieder zurück in den Zustand Root. Und hier choosen wir dann wieder und gehen in den Zustand Bringen. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir gehen mehrmals diesen Baum entlang runter und wenn wir einen Task fertig gemacht haben, dann gehen wir wieder nach oben und entscheiden uns dann jeweils wieder, können wir hier noch was machen oder sind wir hier schon komplett fertig? Gut. Was machen wir jetzt mit den Rewards? Die Rewards gibt es immer, wenn wir einen einzigen Zustand abgeschlossen haben. Das heißt, wenn wir ein Hindernis erfolgreich umfahren haben und nicht dran hängen geblieben sind, dann kriegen wir einen Reward. Wenn wir fertig sind mit Fahren, kriegen wir einen Reward. Also quasi immer, wenn wir nach oben gehen in den Parent-Zustand, kriegen wir einen Reward. Ja, das ist der ganze Trick dabei.
damit man diese einzelnen Aufgaben vernünftig dann auch lernen kann, macht man das häufig so, dass wir nicht den Reward komplett kriegen, sondern wir kriegen einen Reward für eine Unteraufgabe. Also zum Beispiel die Unteraufgabe holen, bekommt einen Reward, wenn wir fahren fertiggestellt haben. Und wenn wir dann eben hier noch Greifen fertiggestellt haben, so, also quasi irgendwas Papierkorb holen oder sowas, wenn wir den Papierkorb gegriffen haben, dann kriegen wir auch nochmal einen Reward. Und dann fahren wir wieder hier hoch in den Zustand holen und dann, wenn wir den Zustand holen fertig haben, dann kriegt unser Root-Zustand einen Reward. Und so kann man diese einzelnen Zustände wirklich unabhängig voneinander trainieren. Das heißt, wir trainieren mehrere Aufgaben auf einmal, nämlich hier Hindernis umfahren, das ist ja eigentlich was ganz anderes. Das kann man ja mehrmals anwenden und deswegen ist es auch so praktisch. Wir können hier dieses trainierte Fahren benutzen für den Holen-Zustand und für den Bringen-Zustand. Ja, das ist im Prinzip die ganze Magie dahinter. Das heißt, ihr propagiert nicht euren Reward komplett hoch bis zu Root, sondern euer Root kriegt nur einen Reward, wenn er wirklich einer von seinen direkten Kind-Tasks erledigt hat. Von mir aus kann man den Reward von Root dann abhängig machen von dem, was wir hier bei Holen bekommen haben. Aber ja, das liegt dann halt an der Komplexität oder sowas, aber das ist egal. Okay, das ist Hierarchical Abstract Machines im Prinzip. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!